you want to be healthy, you have to forgive. Und wenn du wieder gesund und ganz werden willst, musst du vergeben. Because I am a miracle standing. Denn ich bin hier ein lebendiges Wunder. With this march that something like this will never happen again. Und wir erklären über diesen Marsch des Lebens unsere Liebe und unser Bekenntnis zu Israel. And with this march of life, we declare our love and our commitment to Israel. Herr, wir sind eingepflanzt in unsere hebräischen Wurzeln. Lord, we've been rooted into our Hebraic roots. Und hier stehen wir mit dem Geist der Söhne Zions. And so we stand here with the spirit of the sons of Zion, Und beten dich einfach an, Herr. worshiping you, Lord. Israel, ma tovu, ohalecha, Yaakov, mich Selbst wenn die Schuld blutrot ist, dass du Gnade gibst und Fluch in Segen verwandelst. Saying, God, you're the one. Even if the sin is as red as scarlet, you are the one who forgives and you are the one who cleanses. Now open your mouth and took the curse from me. Pierced and crushed, punished and afflicted, then cut off from the land of the living. They scorned you, but no guile would comfort. You took the curse from me. For Zion's sake, I will not be silent. I won't be ashamed anymore. As the Jewish people were walking through this land, Als wir, die Juden, hier durch dieses Land gelaufen sind, we walked freely. sind wir frei gegangen. We didn't fight. Wir haben nicht gekämpft. We just walked for God to our death. Wir sind für Gott zu unserem Tod gegangen. But today, Aber heute we're gonna walk the same route werden wir entlang der gleichen Route gehen. for life. Um des Lebens willen. For life. Für das Leben. So this will never happen again. Damit das nie wieder vorkommt. We cannot let this happen. Wir dürfen es nicht zulassen. Because if we don't do this march of life, Wenn wir nicht auf diesen Marsch des Lebens gehen, this enemy will come. dann wird dieser Feind wieder kommen. And we're the one who's gonna walk to the death. Und dann werden wir wieder diejenigen sein, die zu unserem Tod gehen. So I thank you for coming. Und deswegen danke ich euch, dass ihr gekommen I seid. thank you for participating. Ich danke euch, dass ihr Teil daran habt. It isn't easy for me to stand here. Das ist für mich nicht einfach, hier zu stehen. Ana Adonai, Hoshiana, Ana Adonai, Hatzlicha, Ana Adonai, Ha'er Panecha, Baruch Haba, Baruch Haba, B'Shem Adonai, Mi Ben Elohim, Wir morgen mit dem Marsch des Lebens einen Teil dieser Strecke gehen werden. Because tomorrow morning we will walk with the march of life along those tracks. We're part of the track. Und da berichtet jemand, von diesem Platz bis zum Bahnhof, wo sie verladen wurden, waren es etwa 3 Kilometer. And someone reports that from this place to the train station where they were put on trains, it was a distance of about 1.6 miles. Und wie ich nachher von der Beerdigungsgruppe erfuhr, sind auf dieser kurzen Strecke mehr als 200 Erschossene liegen geblieben. And the people who were in charge of burying the dead afterwards told me that even on that short stretch, about 200 people were shot. Ein ganzer Haufen lag bei den Waggons, weil sie dort zum Zug im Laufschritt gejagt wurden.
Many others had been heaped up right next to the train because they had been chased to the train station. Und da sie doch ganz müde waren von den 3 Tagen Hunger und Durst, konnten sie kaum die Wagentreppen hinaufgehen. And because they were so hungry and thirsty, having not eaten or drunk in 3 days, they were too tired to climb into the trains. Die SS nahm aber keine Rücksicht darauf. But the SS did not pay any attention to that. Sie töteten jeden, der nur etwas zu langsam vorankam. They killed everyone who was just a little bit too slow. Und dann wurden sie zu je 150 in einem Güterwagen verladen. And then they pressed 150 each in one boxcar. Und die kleinen Fensterchen waren mit weiter vernagelt, sodass sie keine Luft bekamen. And even the little windows they were nailed down with wooden boards so they didn't get any fresh air. Und sie sagten, nach einem Tag werden sie sowieso von selbst sterben. And the soldiers said, well, after one day they'll die by themselves anyway. Und neben all der Finsternis And next to all of that darkness, hat es auch Licht gegeben. there was also light. Da gab es einen Mann hier im Buchenwald, der hieß Paul Schneider, There was one man here in Buchenwald as a prisoner. His name was Paul Schneider. ein Pfarrer von der evangelischen Kirche. He was a pastor in the Lutheran church. Und als er den Hitlergruß verweigerte und seine Mütze nicht abnahm, And when he refused to greet with his raised right arm, and when he refused to take off his hat, wurde er mit Stockschlägen bestraft und wurde hier eingesperrt, hier in dieses Arrestgebäude, das immer noch steht. he was beaten with sticks and rods, and then he was put into individual arrest in the building you can still see over there. Und obwohl er schwer misshandelt wurde, hat er sich nicht aufhalten lassen, das Evangelium zu verkündigen. And even though he'd been mistreated so badly, he was never stopped in proclaiming the gospel. Und am Ostersonntag hat er sich an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen. And on Easter Sunday morning, he pulled himself up at the bars that were outside his window. Und dieser Appellplatz hier ist immer noch hier zu sehen. And the big square where they all had the prisoners stand, it's still visible out there. Und diese Zelle, die gibt es auch immer noch. And his cell is still there. Und er hat aus dem Appellplatz zurufen, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider. And then he called out to all of those who were out there on the square, and he says, my friends, listen to me. This is Pastor Paul Schneider speaking. Und hier wird gefoltert und gemordet. And they are torturing and killing us here. So spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. But the Lord says, I am the resurrection and the life. Weiter kam er nicht, denn massive Stockschläge ließen den Prediger vom Buchenwald wieder verstummen. But he couldn't speak on because of severe beatings that the soldiers came to make him stop. And open your mind and took the curse from you. Pierced his flesh, punished and afflicted, then cut off from the land of living. It's gone good, but now I was in 6 camps. Ich war in 6 Lagern. In Poland, I was in Skarżysko-Kamienna. I dare you to repeat. Und in Polen war ich in Jarzysko-Kamienna. Versucht mir das mal nachzusprechen. Good, you Ja, practice. practice enough. Ich kann das, weil ich schon oft genug gesagt habe. And that is the town I was born in. Und das ist die Stadt, in der ich geboren wurde. When the Germans invaded Poland, Und als die Deutschen in Polen eingefallen sind. and short time after, they threw us out of our home, Und uns schon bald danach aus unserem Zuhause vertrieben haben. then taken us from the ghetto, Und dann haben sie uns aus den Ghettos geholt. and we were jammed in. We had to stand like that, and I'm going to demonstrate it. Und dann wurden wir hineingepresst und zwar so mussten wir stehen. And that took close to 6 weeks. Und so eine Reise dauerte fast 6 Wochen. The next stop off was Bergen-Belsen. Und der nächste Halt war Bergen-Belsen. It was bad. Und das war schlimm. Then in Bergen-Belsen, Und dann in Bergen-Belsen they were supposed to have a factory for ammunition and airplanes. gab es angeblich so eine Fabrik für eine Munitionsfabrik und eine für Flugzeuge. For me, that was the worst camp. Und für mich persönlich war das schlimmste Lager. The beatings, Die Schläge, the die experimentations. Experimente.
Because you see, people, we were not human beings. Weil, wisst ihr, wir galten dort nicht mehr als Menschen, We were parasites. sondern wir waren Parasiten. We were lower than a cockroach. Wir waren niedriger als Kakerlaken. And many a times I was told, Und so oft hat man mir gesagt, why do you even bother walking, living? warum gibst du dir überhaupt Mühe zu laufen oder zu leben? You're nothing. Du bist gar nichts. You will never be anything. Und du wirst niemals irgendwas sein. And that's also with undressing me, putting me in snow. Und das Gleiche galt dafür, dass sie mich My husband ausgezogen haben, mir den wonders why Schnee I don't gesteckt like haben. snow. Und mein Mann weiß, ich mag keinen Schnee. And very, very hard. Es war sehr, sehr hart. I was 24 hours in the snow, Und sie haben mich naked. einmal 24 Stunden lang nackt im Schnee liegen lassen. And every now and then somebody would come out with a needle to take blood, Und ab und zu kam dann jemand mit einer Nadel heraus, um mir Blut abzunehmen. to see how quickly can I die or can we die, because there was many people in the snowbank. Um zu sehen, wie schnell ich oder wir sterben würden, weil es waren eine ganze Reihe von uns, die dort in der Schneewehe standen. Because it's cheaper to freeze a Jew Weil es billiger ist, einen Juden einzufrieren, than gas them als ihn zu vergasen and then burn them. und ihn dann zu verbrennen. And the food, there was almost none. Und an Essen gab es da fast gar nichts. We were making ammunition. Und wir haben Munition hergestellt. I want you to know, Und ihr müsst wissen, when I went back to Poland, als ich nach Polen zurückgegangen bin, they're still making ammunition. da stellen sie dort immer noch Munition her. So I asked a guard who guards the gates, Und dann habe ich einen der Wachposten gefragt, die dort die Firma bewachen. that's, why are you making ammunition? Dann habe ich gefragt, warum stellen sie dort immer noch Munition her? There is no war. Es gibt doch keinen Krieg mehr. And at the moment, I was the dumbest American he ever spoke to. Und in dem Moment war ich die dümmste Amerikanerin, mit der er jemals gesprochen hat. Because I don't understand Polish. Weil ich ja nun leider kein Polnisch verstehe. I had an interpreter. Ich hatte einen Übersetzer dabei. The thing is, I do understand. Aber die Sache ist, ich verstehe sehr wohl Polnisch. And he said only the Americans would ask a question like that. Und er hat gesagt, ach doch, nur die Amerikaner können so dumm sein, so eine Frage zu stellen. I'm looking around because the next sentence coming out of his mouth, Ich schaue mich hier gerade um, weil der nächste Satz, der aus seinem Mund kam, it's hard. ist hart. He said, well, Er sagte, nun ja, the Arabs are ordering. die Araber bestellen genug davon. They will get rid of the Jews what Hitler didn't. Die werden schon mit den Juden fertig werden, was Hitler nicht geschafft hat. By then, I spoke Polish. In dem Augenblick habe ich angefangen, Polnisch zu reden. Then that's enough of that. Aber genug davon. Then I was in Częstochowa, Und dann war ich in Częstochowa. and the beatings, the starvation, Die Prügel, Schläge, Hunger, the sicknesses, Krankheiten. fighting with a mouse, a big rat. Ich habe sogar mit einer Maus, einer fetten Ratte gekämpft. Who's gonna win the piece of bread? Wer den Kampf um dieses Stück Brot gewinnt. And what I call her like the old lady. She was
older than anybody was older than I. Und ich nannte sie immer die alte Dame, weil alle dort waren irgendwo älter als ich. My sister, God bless her, she made me like a string to hold up the shirt which I wore. Und meine Schwester, die hat mir eine Schnur gegeben, damit ich den Rock festbinden konnte, den ich anhatte. And as I was digging out the sugar beets Und dann habe ich Zuckerrüben ausgegraben oder ausgestochen. from the snow, from the frozen land with my hands. Aus dem Schnee musste ich sie ausgraben, aus dem gefrorenen Boden mit bloßen Händen. And that's where I learned how to steal. Und dort habe ich stehlen gelernt. Because if I got the sugar beet, Weil wenn es mir gelang, so eine Zuckerrübe zu bekommen, my family would eat. dann würde meine Familie was zu essen haben. Because I had my sister, Weil da war noch meine Schwester, 4 cousins, da waren noch 4 Cousins und Cousinen and 1 aunt. und eine Tante. And somebody had to take care. Und irgendjemand musste sie ja schließlich versorgen. Sometimes I got caught. Manchmal haben sie mich erwischt. So I got hit, so what? Und dann wurde ich geschlagen. Na und? But when I didn't, Aber wenn sie mich nicht erwischt haben. do you know a piece of sugar beet could become a salami? Weißt du, dass sich dann ein Stück Zuckerrübe in eine Salami verwandeln kann? A bread? Ein Stück Brot? It was hard to imagine a full stomach. Also es war schwierig, sich vorzustellen, wie ein voller Magen sich anfühlt. Then from Bergen-Belsen, we were put on a train. Und dann wurden wir in Bergen-Belsen wieder in einen Zug gesteckt. Given a loaf of bread, Wieder gab man uns einen Laib Brot and we were put on the train going towards the ocean. und dann wurden wir in einen Zug gesteckt, der zum Meer fuhr. They couldn't afford to shoot us Sie konnten es sich nicht mehr leisten, uns zu erschießen or to gas us oder uns zu vergasen or Mengeles experimentations. oder sich in irgendwelche Mengele-Experimente zu verwickeln. So they put us on a train to pull us right into the ocean. Also haben sie uns in einen Zug gesteckt, um uns direkt ins Meer zu fahren. And we had stopped in Dachau. Und wir hatten in Dachau angehalten. We were there. Und dann waren wir dort. Memories were hard. Und ich sag's euch, Erinnerungen sind hart. And Dachau didn't have enough place for us. Aber in Dachau gab es nicht genug Platz für uns. So we were put on the train again. Also wurden wir wieder in die Züge gesteckt. And we went to Burgau und Turkheim. Dann nach Burgau und Untertürkheim gebracht worden. And then the orders came, Und dann kam der Befehl, get the train to the water. bringt den Zug ans Wasser. And as those orders came, Und als dieser Befehl erteilt wurde, all of a sudden we heard shooting. hörten wir plötzlich Schüsse. And we had a little window. Und dann gab es ein winziges kleines Fenster. And somebody looked out the window, Und irgendjemand gelang es, da aus dem Fenster rauszuschauen. said, that's not Russian, and that's not German. Er sagte, das da draußen sind keine Russen und es sind keine Deutschen. We don't know who they are. Wir haben keine Ahnung, wer das ist. But the open car was the man. Aber dann in dem offenen Waggon war der Mann. So one of them jumped out and opened the doors. Und einer for der the Männer, women. das war also der Waggon für Männer, und einer der Männer sprang raus und er öffnete die Türen. And I grabbed my sister's hand Und dann habe ich die Hand meiner Schwester geschnappt.
I said, I made enough ammunition. Und ich habe gesagt, ich habe genug Munition hergestellt. And my body cannot take any more Mein beatings. Körper kann keine Schläge mehr ertragen. Let's go. Lass uns hier verschwinden. And I grabbed her hand and we jumped off. Und dann habe ich ihre Hand geschnappt und wir sind vom Zug abgesprungen. And that was Schwabhausen. Und das war in Schwabhausen. And naturally we were caught, Und natürlich haben sie uns wieder erwischt und eingefangen. beaten, tortured. Wir wurden geschlagen, gefoltert. But from the corner of the eye, Aber aus dem Augenwinkel I saw a tank. habe ich einen Panzer gesehen. And it didn't have the German marks. Und er hatte keine deutsche Markierung. And I shared that with the adults. Und das habe ich den Erwachsenen erzählt. Ah, you're imagining. Ach, du siehst einfach nur irgendwelche Sachen. Es war deine Fantasie. We are deep in Germany. Wir sind mitten in Deutschland. And all of a sudden, Americans, we were gathered up and put into a prison thing. Und wir sind alle dann zusammengetrieben worden und irgendwo in ein Gefängnis gesteckt worden. And the Americans come in Aber dann kamen die Amerikaner and give us chocolate. und die gaben uns Schokolade. And don't eat it. I mean, we were saying to one another, don't eat the chocolate, it's poison. Und dann haben wir zueinander gesagt, hey, isst die Schokolade bloß nicht, ist alles vergiftet. And it was a dumping. Look, a dumping. Und es war eigentlich ganz schön dumm von You're uns. hungry, you're Wir waren ja hungrig, wir hatten das. One American soldier Und dann war da ein amerikanischer Soldat. realized what was going on. Der hat erkannt, was bei uns da gerade los war. And he had a mezuzah. Und er trug eine Mezuzah. You know what that is? Wisst ihr, was eine Mezuzah ist? How do you say mezuzah? Wie sagt man das auf Englisch? Nein. Also it das ist so ein has kleines the Torah, Gefäß. not the Torah, it has the Shema. Da ist das Schema-Gebet, das Höre Israel ist da drin. It's very, very Jewish. Und es ist sehr, sehr jüdisch. Huh? Parchment that you put on the doorpost. Right. Well, I know that. Also gut, ich weiß ja, But was he es ist. Ja? he carried that. Das ist Pergament, eigentlich so eine kleine Box, da ist ein Stück Pergament drin, da steht dieser Torah-Abschnitt drin und das macht man sich an die Türen. Aber der hat es um den Hals gehabt. And we thought to ourselves, you know what? A German would never put a mezuzah on him. Und dann haben wir gesagt, also bitte, ein deutscher Soldat würde doch niemals sich eine Mezuzah umhängen. That's the Torah. That's part of it. Das ist die Torah, das gehört dazu. Somehow, it Irgendwie was translated. ist das übersetzt worden. And the man came over and he said, Ani Yehuda. Und dann kam Ah. der Mann und er sagte, Ani Yehuda, I am a Jew. ich bin Jude. So naturally, Ganz natürlich. we started screaming. Und dann fingen wir alle an zu schreien und zu brüllen. And somebody said to me, let's get even. Und irgendjemand hat zu mir gesagt, komm, wir rächen uns. It didn't take a second call. Da brauchte ich keinen zweiten Aufruf. The only thing I wanted Das Einzige, was ich wollte, is to find Jesus and kill him. war, Jesus zu finden und ihn umzubringen. Because in the name of Jesus, Weil es im Namen Jesu gewesen war, I suffered. dass ich gelitten hatte. Every time I was beaten, Jedes Mal, wenn ich geschlagen wurde, every time I was experimented, jedes Mal, wenn sie mit mir ein Experiment gemacht haben, the guards would say, oh, you killed Jesus, we kill you, but Jesus told us to kill you. da haben die Wächter und die Wachen gesagt, boah, ihr habt Jesus umgebracht, wir bringen euch um. Und Jesus hat uns gesagt, wir sollen euch umbringen. Okay, how do you live with that? Wie sollst du denn bitte damit leben? I was, I believe, 43 pounds. Also bitte hört euch das mal an, ja? Ich glaube, ich habe 21 Kilo gewogen oder sowas. I gained a little bit. Also ein
bisschen habe ich zugelegt, ja. And I just took my sister's hand Und dann habe ich nur die Hand meiner Schwester genommen. and I said, okay, let's go. Und ich habe gesagt, komm, wir verschwinden. And she kept screaming, where? Und sie hat immer nur geschrien, ja, wohin denn? I made a promise to my grandfather, to my Zadie. Ich habe meinem Großvater, meinem Sedi, ein Versprechen gegeben, That when it's over, dass in dem Moment, wo alles vorbei ist, we have to meet in our house. wir uns wieder bei uns zu Hause treffen würden. So I said, we have to go. Und dann habe ich gesagt, wir müssen gehen. Well, about 3 or 4 months later, Naja, so 3-4 Monate später, I opened my eyes from Santa Tilia. dann habe ich meine Augen in St. Ottilien geöffnet. I haven't thought of those names in a long time. Also diese ganzen Namen, an die habe ich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gedacht. Santa Tilia is ein Kloster. St. Ottilien ist ein Kloster. Yeah. You want to run away from Jesus, don't go to a cloister. Ich sag's dir, wenn du von Jesus weglaufen willst, dann verlauf dich nicht in ein Kloster. And I realized that I'm alive. Und dann habe ich sozusagen gemerkt, dass ich immer noch am Leben war. A while later, Und ein bisschen später we found Landsberg am Lech, haben wir uns dann bis nach Landsberg am Lech durchgeschlagen. and that's where we moved in. Und dort sind wir dann auch in ein Haus gezogen. It wasn't easy. Es war nicht leicht. There were many, many trips. Es waren sehr, sehr viele Reisen. I would go around all over Germany Ich bin durch ganz Deutschland gereist. looking at faces. Und ich habe mir die Gesichter angesehen. Are you my family? Gehört ihr zu meiner Familie? Do you know my family? Kennst du meine Familie? I was looking, Ich habe gesucht. but nobody came back. One time a person told me that if I give her 5,000 marks, dollars, whatever, she will tell me where my brother is. Niemand ist irgendwie aufgetaucht, keiner wusste was. Einmal hat eine Frau zu mir gesagt, wenn ich ihr 5.000 Mark gebe oder Dollar oder was auch immer, würde sie mir sagen, wo mein Bruder ist. My brother did not survive. Aber mein Bruder hat nicht überlebt. The miracle of this whole thing Das Wunder an dieser ganzen Sache is that the way we went in to hell, dass so, wie wir in die Hölle hineinkamen, we came out of it. wir auch wieder herauskamen. Did I love God? Habe ich No. Gott geliebt? Nein. No. Nein. I said, I am me, he is he. He stays in his castle, I stay in mine. We should not meet. Ich habe gesagt, also gut, ich bin ich und er ist er. Er bleibt in seinem Schloss und ich in meinem. Und bitte, wir müssen uns niemals wieder begegnen. Many, many, many things happened. Und dann sind viele, viele, viele Sachen passiert. Been to places, done things, Ich bin an Orte gegangen, habe Dinge getan. and then I meet my previous husband. Und dann bin ich meinem vorigen Ehemann begegnet. I moved to Philadelphia, Bin mit ihm nach Philadelphia gezogen and I was blessed with a couple of children. und war mit ein paar Kindern gesegnet. And one of my daughters came home and said, Mommy, Mommy, do you know Jesus Christ is the Jewish Messiah? Und eines Tages kam eine meiner Töchter nach Hause und sagte ganz aufgeregt, Mama, weißt du das? Jesus Christus ist der jüdische Messias. And I told her, I know Jesus. Und dann habe ich ihr gesagt, ich kenne Jesus. Every stripe on my body is Jesus. Jeder Schlag, der meinen Körper getroffen hat, war Jesus. I know him. Ich kenne ihn. Well, Mommy, we have to believe in him. Aber Mama, wir müssen an ihn glauben. I believe. Oh ja, ich glaube. She is good. God, translate that one. And
My daughter became a believer, my younger daughter. Dann hat meine Tochter geglaubt, meine jüngere Tochter hat geglaubt. My husband went in to see how my older daughter is. He comes home and he said, you know, she's right. Mein Mann ging hin, um zu gucken, was sie da mit meiner Tochter angestellt haben. Und als er nach Hause kam, sagte er zu mir, weißt du was, sie hat recht. Not Nein. when Jesus is. Also überhaupt nichts, was mit Jesus zu tun hat. Then I set her down. Und dann habe ich sie vor mich auf den Stuhl gepflanzt. And I told her what happened. Und dann habe ich ihr erzählt, was passiert ist. She says, but mommy, he didn't do it. Und dann hat sie gesagt, aber Mama, das hat er doch gar nicht gemacht. Then he could have stopped it. Dann hätte er es ja wohl aufhalten können. And I threw her out Und dann habe ich sie aus dem Haus geworfen. a block and a half later. Also 1,5 Block weit vielleicht. I knew where she was. Ich wusste genau, wo sie untergeschlupft war. And it was hard when my husband came home and read me Proverbs 31. Und es war sehr hart, als mein Mann dann nach Hause kam und mir Sprüche 31 vorgelesen hat. And that went on for quite a while. Und das ging eine ganze Zeit lang so. I would go to my rabbi, Dann bin ich zu meinem Rabbi gegangen, even though I didn't believe in God. obwohl ich nicht an Gott geglaubt habe. And I got so disgusted. I Und- got so angry Ich war so angeekelt, ich war so zornig, that I grabbed the Bible, dass ich mir die Bibel genommen habe, the kosher Bible, die koschere Bibel, ja, the one the rabbi gave me, die ich vom Rabbi bekommen hatte. and I took my daughter's Bible. Und dann habe ich die Bibel meiner Tochter genommen, Well, you need something with a Bible, weil irgendwas brauchst du ja mit der Bibel, ne? so you take a carton of cigarettes. Young people don't smoke. Oh. Also um deine Bibel zu lesen, brauchst du ja irgendwas dazu. Also habe ich mir einen Korkenzieher und eine Zigarette mitgenommen. And a big pot of coffee. Und dann habe ich noch einen großen Pott Kaffee gemacht And I said, I will not come out until I find the truth. und habe gesagt, ich komme nicht wieder aus meinem Keller raus, bis ich nicht die Wahrheit gefunden habe. I want to know the truth. Ich will die Wahrheit wissen. If Jesus is the Jewish Messiah, where on earth was he for 5 years? Wenn Jesus wirklich der jüdische Messias ist, wo um alles in der Welt war er denn bitte in den 5 Jahren? And if God loved me so much as my grandparents and my parents taught me, Und wenn Gott mich wirklich so sehr geliebt hat, wie meine Eltern und meine Großeltern mir immer gesagt haben, where were they? wo war er denn? So I opened the Bible, Also habe ich die Bibel geöffnet looking for the killer Jesus. und ich habe überall gesucht, wo ich den Mörder Jesus finde. I was there quite a few days. Ich war einige Tage lang da gesessen, I didn't do any housework. habe keine Hausarbeit erledigt, I didn't cook. I didn't go to work. habe nicht gekocht, bin auch nicht zur Arbeit gegangen, Because I wanted to find the killer Jesus. weil ich den Mörder Jesus finden wollte. And then he and I are going to have a conversation. Und dann würden er und ich schon ein ganz nettes Gespräch haben. The thing is, Aber die I Sache made a ist, mistake, I think. dass ich glaube, ich habe da einfach einen Fehler gemacht. I opened to Matthew. Ich habe nämlich Matthäus aufgeschlagen. And then I read all the names that I know. Und dann habe ich all die Namen gelesen und die kannte ich alle. So it wasn't enough the goyim were killing us. War also nicht genug, dass die Goyim uns umgebracht haben. They stole my ancestors. Die haben mir auch noch meine Vorfahren gestohlen. And I almost got baptized again. Fast wäre ich nochmal getauft worden. And I read again Und and dann habe ich es again. wieder und wieder und wieder gelesen. And then I found the Lamb of God. Und dann fand ich das Lamm Gottes. I couldn't find the killer Jesus. Den Mörder Jesus konnte ich nirgendwo finden. And he just stretched out his hands. Und er streckte einfach nur seine Hände aus. And he said, child, Und er sagte, mein Kind, enough. es ist genug. Stop fighting. Hör auf, dagegen zu kämpfen.
And I just said, wait a minute, I'm listening to voices now? Und dann habe ich gesagt, einen Moment, höre ich jetzt schon Stimmen oder was? He never stopped talking. Er hat nie aufgehört, zu mir zu reden. I said, yes, Lord. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr. In September 21, 1971. Und am 21. September 1971. Was it easy riding? War es vielleicht ein leichter Weg? No. Nein. I was still am rejected by whatever little family I have. Ich war immer noch völlig abgelehnt von dem bisschen, was ich an Familie da noch übrig hatte. The Jewish community, Die jüdische Gemeinschaft. the Christian community. Aber genauso auch von den Christen. But you know what? Aber wisst ihr was? I am accepted Ich bin angenommen by the one what counts. von dem einen, der wirklich zählt. My first husband had died, Und mein erster Mann war gestorben. and I said, oh, I'm not going to get married again. Und dann habe ich gesagt, ach, ich werde nie wieder heiraten. And the Lord brought me this guy. Aber dann hat der Herr mir diesen Kerl hier geschenkt. And I just, yeah. I don't know what time it is, and I don't care. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist mir auch ganz egal. We have time. Wir haben alle Zeit. I wanted you to meet this man, what he went through with me. Und ich wollte, dass ihr diesen Mann kennenlernt, all das, was er mit mir durchgemacht hat. 2 years ago? Vor 2 Jahren? No, 1,5? Nein? July last year. July. Also im Juli letzten Jahres. No, not the foot, heart. Last year was the heart. Okay, last Also year. letztes Jahr. We go to Messiah College. Letztes Jahr gingen wir ins Messiah College. That's in Pennsylvania, and I wish all of you would come. Das ist in Pennsylvania Oh und my ich würde mir God. wünschen, dass ihr alle kommen könntet. Do you know how German Harrisburg is? Wisst Lancaster ihr, wie is? deutsch eigentlich Harrisburg und Lancaster sind? Very. Die sind It's sehr Amish, deutsch. it's Mennonite. Amish, Mennoniten. I'm surrounded. It's Ich bin okay, I völlig have a umgeben friend. von ihnen. And so I enjoyed going there. I enjoyed to see the people. Und ich liebe es, I dahin zu gehen, die teach a Leute zu little sehen. bit. Und dann lehre ich so ein bisschen. And we came home. Came to the apartment. Und abends kamen wir in die Wohnung, in der wir dort untergebracht waren. And I said to my husband, I can't breathe. Und I dann sagte- cannot lay down. Sagte ich zu meinem Mann, hey, ich kriege gar keine Luft, ich kann mich unmöglich hinlegen. So 1:30 in the morning, the ambulance came, Und es war dann 1:30 morgens, dass dann der Krankenwagen auftauchte, took me to a hospital hat mich in ein Krankenhaus gebracht. called Holy Spirit Und Hospital. das hieß auch noch das Heiliggeist Krankenhaus. What else? Wie sollte man es denn bitte auch sonst nennen? Listen, if you believe in the King of Kings, where is he going to put you? Also hör mal, wenn du schließlich an den König der Könige glaubst, wohin wird er dich denn auch stecken? And the report was, well, it was a mild heart attack. Und dann stellten sie Good, I could go home. die Diagnose und ja, es war ein leichter Herzinfarkt, sie können nach Hause gehen. I mean, you lay there in the dark, Also du liegst da irgendwo im Dunkeln, and it's still the emergency room. es war immer noch in der Notaufnahme, ja? You are semi-conscious, Bist nur halb bei Bewusstsein and white curtains go in and out. und weiße Vorhänge, die wehten sanft hin und her. And as I said, you're pretty well gone. Und dann habe ich gedacht, du bist ja nur so halb verschwommen bei Bewusstsein. And all of a sudden, I hear this song,
I love Jesus. Und plötzlich hörte ich dieses Lied. Ich liebe Jesus. I want to serve Jesus. Ich will Jesus dienen. And I started to look for Jesus. Und dann habe ich angefangen, mich nach Jesus umzugucken. My husband comes Und dann betrat mein Mann den Zimmer. and I said, who are you? Und dann habe ich gefragt, wer bist du denn? I'm John, I'm your husband. Get away, I'm looking for Jesus. Hey, ich bin John, ich bin dein Mann. Verschwinde, ich suche nach Jesus. Then I meet the doctor. Und dann kommen die Ärzte. She was under 5 feet. Da war eine Ärztin, die reinkam und die war eine ganz kurze. And she said, now you had a heart attack. Und ich sage, ja, du hast einen Herzinfarkt gehabt. And we're going to operate right now. Und wir machen jetzt die OP. I said, why? Und ich habe gefragt, warum? She said, because you want to live? Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht weil sie überleben wollen. I said, now listen. Also ich habe gesagt, also hören Sie mal bitte I'm zu. going to take a plane. Ich werde ein Flugzeug nehmen. 2 hours later, I'm home. In 2 Stunden bin ich zu Hause. And I go to a hospital. Und dann gehe ich da ins Krankenhaus. She said, you will never make it. Und ich sage, das überleben Sie nicht. Nah. Ah, niemals nicht. The part that she hasn't shared with you Also das, was sie euch nicht erzählt hat, is last year ist, dass letztes Jahr at the March of Life, sie am Marsch des Lebens dabei war. when we were in Dachau, Und als wir in Dachau waren, the Lord gave Rose a word, da hatte der Herr Rose ein Wort gegeben. and she shared it with those of us who were around her. Und das hat sie denen mitgeteilt, die so um sie rum waren. And of course, being believers, Und natürlich, weil wir ja alle gläubig sind, we got very spiritual and holy. waren wir da ganz geistlich und heilig mit diesem Wort. What the Lord told her was, Weil was der Herr gesagt hatte war, I'm going to give you a new heart. ich werde dir ein neues Herz geben. We serve such an amazing God. He Und wir even tells us Wir dienen einem so gewaltigen Gott, dass er uns sogar Sachen sagt, die er tun wird. when He's going to do something, Wenn er was Großes tut. Wenn er was Körperliches tun wird, sagt er uns Bescheid. because they literally took her heart out. Weil sie ganz buchstäblich ihr Herz rausgenommen Replaced haben, valves, die ganzen Adern ersetzt haben, die Klappen. what do you call bypasses? Und dann haben sie irgendwie einen Bypass gemacht und überhaupt. And she got a new heart. Sie hat ein neues Herz. He said so. Hat er ja gesagt. He said it, we believe. Er hat es gesagt, wir haben es geglaubt. Thank you. So, he put up with the heart. Also gut. Er hat die ganze Herzgeschichte durchgestanden. Where's Ted? Wo ist Ted? There he is. Da drüben. That's when Ted wrote the song. Weil da hat Ted nämlich dieses Lied geschrieben. Ted has been like a son to Rose. Ted war wie ein Sohn für Rose. And he sat by her bedside Und er saß an ihrem Bett the whole week she was in the hospital. die ganze Woche, die sie im Krankenhaus verbracht hat. And that's when he wrote the song Rose of Sharon. Und dort hat er das Lied Rose of Sharon geschrieben. Then, continue. Und dann, um jetzt endlich mit meiner Geschichte weiterzumachen, Listen, also bitte, hört mal zu, ja? there is so much every day are miracles if you look for them. Weißt du, da If you gibt so viel. accept. Jeden Tag gibt es Wunder, wenn du nur nach der Ausschau hältst und sie akzeptierst. I went, my husband and I, we went over to Nuremberg. Why do you say Nuremberg when it's Nuremberg? Also wir gingen nach Nürnberg, ja, mein Mann und ich, also ein bisschen Ausspracheschwierigkeiten, wir sind nach Nürnberg gegangen. And I made my husband stand in the Zeppelinplatz. Und dann habe ich meinen Mann sich da am Zeppelinplatz hinstellen lassen. The Zeppelinplatz is where Jesus stood there too. Also when I der was there. Zeppelinplatz ist der Ort, wo klar Jesus auch stand. Yeah. Hitler stood there. Aber Hitler stand da eben auch. And you know what this woman did? Also wisst ihr, was diese Frau da angestellt hat? She waves to me. Dann hat sie mir gewunken, So I waved back. dann habe ich zurückgewunken. Guess when she took the picture? Und rate mal, wann sie das Bild, wann sie das abgedrückt hat. Now, all of our Jewish friends look at the picture of her husband. Alle ihre Freunde sehen also das Bild ihres Mannes auf dem Platz, der so da steht.
And the only thing funnier than that Und das is Einzige, was noch komischer an der Geschichte here are these two old Jewish people ist dass also so zwei alte Juden hier sitting in the middle of a room full of Germans sitzen mitten in einem Raum voller Deutschen being loved. und die werden geliebt. Then I was telling the pastor, what's his Dann name? habe ich Eckhart? Pastor Eckhart davon erzählt. Eckhart. I was in a camp here, Ich war hier mal in einem Lager. not far from Nuremberg, Das ist nicht weit von Nürnberg. but I don't remember where it is. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau, wo es war. He says, what did you do? I said, oh, I built airplanes. I was inside the motor. Und dann hab ich gesagt, nun, ich habe Flugzeuge bewegt. Ich war irgendwo im Motor drin, Because I was so small, weil ich so I klein war. could fit right in. So zierlich, dass ich mich da überall durchwurschteln konnte. He said, what happened to the people? Und dann hat er gefragt, ja, was ist denn mit den Leuten passiert? I said, well, some was sent out, some were killed. Und dann habe ich gesagt, nun ja, einige wurden weggeschickt, andere wurden umgebracht. And he said, come, I show you. Und dann hat er gesagt, komm mit, ich zeig's dir. And we walked down the walk. Und dann sind wir auf diesem Pfad hinuntergegangen. And I just wanted to be alone. Und ich wollte einfach nur alleine sein. And I really wanted to say Kaddish. Und ich wollte dort das Kaddish beten. Kaddish is the memory prayer Und Kaddish ist so that ein you remember. Gedenkgebet, ein Gebet, bei dem man sich erinnert. And as I started thinking back, Und als ich so angefangen habe zurückzudenken, all of a sudden I slipped bin ich plötzlich ausgerutscht. and I went up about 5 feet. That's bin- what they tell me. So etwa 5 Fuß, also was weiß ich, 1,20 in die Luft geflogen. I could share with you this. I did feel a push. Und das, was ich euch sagen kann, ist nur, ich habe gespürt, wie mich jemand geschubst hat. Not my husband, he was in Das war front. nicht mein Mann. What she didn't say is there were only two people with her, and neither one of them was within 10 feet of her. She Also- was alone. Was sie nicht gesagt hat, war, dass nur 2 Leute bei ihr waren zu dem Zeitpunkt und keiner von beiden war näher als 4 Meter an ihr dran. And when I came down, Aber als ich dann wieder zu Boden fiel, I came down on a rock. landete ich auf einem Felsstück. And it was the killer rock. Und das war der Killerfels. That's where they killed people. Das war der Fels, auf dem sie Menschen Because I umgebracht asked them haben. what the colors and the shape. Weil ich erinnerte mich noch an die Farbe und die Form des Steines. We went to the hospital here, Und dann sind wir hier in Deutschland ins Krankenhaus. and the doctors right away said, well, we have to cut. Und dann haben die Ärzte sofort gesagt, wir müssen das aufschneiden. I said, cut what? Und dann sagte ich, was aufschneiden? Not mine. Nicht meinen Fuß. Especially in Germany. Und vor Come allem on nicht in now. Deutschland. And I came from Nuremberg. Bianca came, picked up with the car. Kam dann von Nürnberg und Bianca hat mich mit dem Auto abgeholt. And everybody was helping. Und alle waren hilfsbereit. Now those are German people. Also bitte, das waren alles Deutsche, ja? I'm still Jewish. Ich bin immer noch Jude. The thing is Aber die Sache ist, that the Lord put us one. dass der Herr uns zusammengefügt hat als eins. Jew and Gentile. Juden und Heiden. There is no such thing. Und es gibt sowas nicht. The only difference is Der einzige Unterschied ist, either you belong to God entweder gehörst du Gott or you belong to the devil. oder du gehörst dem Teufel. That is the only difference. Das ist der einzige Unterschied. If you belong to God, Wenn du then Gott do gehörst, what He says. Dann tu, was er dir sagt.
I went through 5 years of hell, Ich bin durch 5 Jahre Hölle gegangen. 26 operations, 26 Operationen, all stemming from hate. die alle nur ihre Ursache im Hass haben. You want to hate? Willst du Hass in deinem Leben? I could tell you what hate will do. Ich kann dir sagen, was Hass ausrichtet. That's why I had 27 operations. Deswegen musste ich 27 Operationen durchmachen. And then somehow I decided, you know what, it's smarter to believe in God Und weißt du, irgendwann habe ich mich entschieden, es ist vielleicht doch schlauer, an Gott zu glauben and forgive. und zu vergeben. Because he tells me I have to. Weil er sagt mir, dass ich vergeben muss. So if I want to serve him, Wenn ich ihm also dienen will, I have to serve him his way. dann muss ich es so machen, wie er es will. And it works. Und es funktioniert. And it works. Es funktioniert. I am here, which nobody who knows me thought I will make it. Und wisst ihr, ich bin hier und niemand, der mich kennt, hätte gedacht, dass ich das schaffe. I have so much metal in my leg. Ich habe so viel Metall da in meinem Fuß drin. I think I have more than the metal stores. Ich habe wahrscheinlich mehr als so ein ganzer Metallwarenladen. I could make a fortune for nails. Also ich könnte ein Vermögen an Nägeln verdienen. They said I will never walk. Und sie sagen, ich werde nie wieder laufen können. And I had a talk with my boss. Und dann habe ich mal mit meinem Boss drüber geredet. You want me to serve you? Du willst, dass ich hier diene? Heal me. Dann heil mich. Do you want me to be with you? Willst du, dass ich bei dir Then bin? take me. Dann nimm mich. You're in charge. Du bist der Boss. And I allowed him to be. Und ich habe ihn Boss sein lassen. Many, many times So, so oft. I see the vision of the Lord walking up the hill. Sehe ich die Vision, wie der Herr den Berg hochgeht. And he would turn back Und dann dreht er sich um, and call me. Come out, little one. ruft mich, komm Kleine, Come. komm. And naturally I would run. Und natürlich laufe ich ihm dann nach. People, the only way, and I know I'm talking too much, and I know I'm late, Und but that's Leute, wisst okay. ihr, ich weiß, dass ich schon viel zu viel geredet habe und ich weiß, dass es spät ist, To serve him, ihm zu dienen. you want to copy me? Wenn du mit mir da mitgehen willst. I am nobody to be copied. Hey, ich bin niemand, den du beneiden könntest. Only copy Jesus. Beneide nur Jesus und You geh could mit ihm. say Jesus, you could say Yeshua, you could say God, you could say any name, Du as kannst long ihn- as it's the right name. Jesus oder Yeshua oder Gott nennen. Nenn ihn bei was auch immer für einen Namen du willst, aber nimm den richtigen. If I, with all this hate, Und wenn ich mit all diesem Hass could find a family eine Familie finden konnte, as Ursula und Gante und Bianca und Peste and all the others, and now I'm in deep trouble because I didn't call out everybody. weißt du, wenn es mir gelingt, so eine Familie zu finden, Oh ja, wie Günther Tina. und Ursula und Bianca und Jobs und Charlotte, und jetzt komme ich in irgendwelche Schwierigkeiten, weil ich bestimmt irgendwelche wichtigen Namen vergessen habe. Und Tina? Und Tina. We have to have Tina. Muss man ja erwähnen. She still don't know how to count toes, but that's okay. And we went through tears in Dachau, Und in Dachau sind wir gemeinsam durch Tränen gegangen. and we went through happiness. Aber wir sind genauso durch glückliche Zeiten gegangen. Now who can understand that they take dead people and make them alive? Wer kann es verstehen, dass Gott tote Menschen genommen hat und sie wieder zum Leben gebracht hat? That is Jesus. Das ist Jesus. Pastor, Jobst, I brag about you so much. ich prahle überall mit dir. You deserve it. Du hast es verdient.
God said, come, and you said, how far? Gott hat gesagt, komm, und du hast nur gefragt, wie weit. There is no end. Da gibt es kein Ende. There is more and more and more. Sondern es gibt mehr und mehr und mehr. I think you better get yourself some more shoes. Ich glaube, du solltest dir noch ein paar Schuhe besorgen. People, I thank you. Und Leute, ich danke euch. Now, I want you to know one more thing. Aber ihr müsst noch eine Sache wissen. This past year, I went back to Messiah College. Jetzt im vergangenen Jahr bin ich wieder zum Messiah College zurückgegangen zu der nächsten Konferenz. They asked, well, what's next? Und dann haben die gefragt, ja, was ist nun mit dir los? I enjoy speaking with young people. Und ich liebe es, mit jungen Leuten mich zu unterhalten. And there was almost about 300, maybe a couple less, of young people. Und da waren fast 300 junge Leute zusammen, vielleicht ein paar weniger. And all of a sudden, I hear my name. Und ganz plötzlich habe ich gehört, wie jemand meinen Namen gerufen hat. They honored me. Die haben mich geehrt. And I felt so strong. I do not deserve this kind of honor. Und es war mir total klar, so eine Art von Ehre habe ich überhaupt nicht verdient. And I was deep in roses. Und ich war tief mit Rosen überschüttet. No, let me do it. Okay, lass mich die Geschichte erzählen. Ja, dann, das wird besser. Ja, Ja gut, dann kann ich ja nach Hause gehen. Ja, bitte, geh doch. At the college, part of the youth activity, Also gut, das war einfach das Youth-Event für die Leute dort im College. they took the children on buses to the Holocaust Museum Und dann haben sie alle Kids in Busse gepackt und haben sie ins Holocaust-Museum mitgenommen. in Washington, D.C. In Washington, D.C. And many of the children were very disturbed, because Und viele der jungen Leute waren total aufgewühlt und in großer Trauer. these were predominantly Jewish children. Weil der Großteil von ihnen waren einfach jüdische Kinder. And so they felt the best way to give closure was to bring Rose up as she is here. Und dann haben die Leiter gedacht, dass das Beste, wie sie diesen ganzen Tag zu einem guten Ende bringen konnten, es gewesen wäre, Rose nach vorne zu bringen. And every one of those children presented her one by one with a rose. Und jedes einzelne Kind, jeder einzelne junge Mensch And a kam kiss. einer nach dem anderen zu ihr, um ihr eine Rose zu überreichen. So she was literally buried in roses. Und deswegen war sie buchstäblich mit Rosen überhäuft. But the word that the Lord gave her to tell them Aber das Wort, das der Herr ihr gegeben hat, was sie den jungen Leuten weitergeben sollte, was that as they go through life, getting older, every time they see that beautiful blue and white flag, war, dass wenn sie weiter durchs Leben gehen und älter werden, jedes Mal, wenn sie diese wunderschöne blaue und weiße Fliege sehen, that they should remember how it was bought. dass sie sich daran erinnern müssen, wie sie erkauft wurde. And this generation is passing the flag to the young one. Die And the blaue young und weiße generation, Fahne, die israelische Fahne, sollen sich daran erinnern. Und diese Generation war die Generation, die dafür bezahlt hat. and the young generation is you. Und die junge Generation, das seid ihr. Be proud of who you are. Seid stolz darauf, wer ihr seid. Every one of you is a frontline soldier Jeder in the einzelne von army of euch Messiah. ist ein Soldat in der ersten Frontreihe unseres Messias. Danke. Thank you. Das ist mir wie mein Herz und ich kann nehmen das ganze Liebe von so vielen Menschen, so viele Freunde. Yeverakeka Adonai Vaishmarecha. Ya'er Adonai panavelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha. V'yesem lecha shalom. B'shem Yeshua HaMashiach. Sach shalom. May the Lord bless you. Herr segne euch und behüte euch. Lord, turn his face towards you. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch Be gracious unto you. und sei euch gnädig. And the Lord smile on you. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über And euch give you peace. und gebe euch Frieden. In the name of Yeshua, Im our Namen Messiah. von
von Jeschua, unserem Messias, the Prince of Peace. dem Friedefürst. Amen. Amen. Oh, Heavenly Father, Himmlischer Vater, come, Yeshua. komm, Jeschua. As your daughter is standing before you Herr, so wie deine Tochter vor dir steht and asking for forgiveness, und um Vergebung bittet. could you embrace her right now? Herr, schließt du sie in deine Arme. Could you set her free Herr, setzt du sie frei and forgive her family? und vergib ihre Familie. Forgive her, Vergib ihr, her children's children. Sie wurden im Lager Stutthof geboren. Über 60 Jahre später ein Konzentrationslager zu besuchen. Wie geht es Ihnen dabei? Standing in a concentration camp once again. You've been born in a concentration camp yourself. Yes, I was born in Stutthof, and afterwards I was put in Tigenhof. And to come here is just like there's a pain on my heart right now. It's just like a heavy burden, and I feel like the death's calling. Und für mich ist es wirklich so, ich stehe hier und ich bin im Konzentrationslager Stutthof geboren worden und bin dann nach Tigenhof gebracht worden. Wenn ich hier stehe, das ist wie eine schwere Last, die auf meinem Herzen liegt, ein Schmerz, der fast zu stark ist, um ihn zu ertragen. And just watching people here walking in the memories of all that, it just overwhelmed me that so many Germans willing to march of life to come and walk from that camp to that camp and just start asking for forgiveness. That's something I never saw in my life, and I see that German nation is changing. Für mich ist es überwältigend zu sehen, wie viele Deutsche hier bereit sind, durch das Lager zu gehen, sich das anzuschauen. Einfach die Anzahl von Leuten, die bereit sind, mit uns auf dem Marsch des Lebens zu gehen, ist einfach gewaltig. Es ist für mich so berührend und ich weiß, dass sich in Deutschland etwas verändert hat. Es ist etwas neu geworden. Zu sehen, wie die Deutschen mit uns zusammen da durchgehen, das berührt mich sehr. Die Übergriffe von Rechtsradikalen auf Ausländer nehmen seit Jahren zu. Auch in Deutschland ist die Anzahl der Gewalttaten gestiegen. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland? What do you think about this? What do you think about the rise of neo-Nazis? What do you think about the relationship Germany-Israel? I think the neo-Nazis will never win, and I don't think that's useless because they want to start killing Jews again, and that will never happen. All the nations will come together against them, and the relationship between once Germany marched beside the Hitler, but now they're going to march beside Israel, and they will stand side by side. Ich glaube, dass diese Versuche der Neonazis einfach vergeblich sind. Sie würden gerne neu die Massenmorde verüben, aber das wird ihnen nicht gelingen. Sie werden keinen Erfolg haben. Früher, da ging Deutschland an der Seite der Nazis, aber heute wird Deutschland an der Seite Israels stehen. Und wenn die Nazis versuchen, gegen Israel zu kommen, es werden genug andere Nationen aufstehen, um an der Seite Israels zu stehen. Deswegen wird das keinen Erfolg haben. But also I think Germany should just look, the German government, and look what's happening, because not just only neo-Nazis coming, but also other nations coming against towards Germany and towards European free ideas. Aber ich glaube, die deutsche Regierung muss sehr stark aufpassen, weil es sind nicht nur die Neonazis, die aufstehen, sondern es gibt auch noch ganz andere Feinde, die kommen, andere Nationen, die gegen Deutschland, gegen die Freiheit Deutschlands aufstehen, aber genauso gegen ganz Europa, und darauf muss man achten. We have to come together and work together as a one unit, not just fighting who's West Germany or East Germany, look upon of each other as enemy, but no, we have to come as a one union. Wir müssen anfangen, als eine Nation zusammen aufzustehen, dürfen nicht mehr uns in Streitigkeiten verlieren, was ist Ostdeutschland, was ist Westdeutschland, sondern es geht darum, zusammen, gemeinsam aufzustehen für ein gemeinsames Ziel. We're all the same people. Wir sind alle die gleichen. It's true. You know, you're welcome. Bless you. Praise Him with the cymbals, praise Him with the dance, praise Him with the shofar. Come on, praise Him with your hands, praise Him with the timbrel, praise Him with the harp, praise Him with the drum and the flute, praise Him with your heart. Hallelujah, Adonai, hallelujah. Adonai, come and praise the Lord. Hallelujah, Adonai.
you could say thank you to our grandson for writing such beautiful music. Also ihr könntet euch mal bei meinem Enkel vielleicht bedanken, dass er wunderbare Musik schreibt, oder? Thank you. Danke. And our other grandson. Und unsere anderen Enkel da drüben. Natürlich sind noch viele davon. Come and praise the Lord. Mann, oh Mann, haben wir eine riesen Familie. For everybody we lost, we got 10 more. Hey, für jeden Einzelnen, den wir verloren haben, haben wir 10 neue dazugekriegt. Danke, Herr. Everybody has a big house. Hat irgendjemand von euch ein großes Haus? Come and praise the Lord. Hallelujah, Lord, we gather tonight to praise your name and lift the name of Jesus. Oh, he is worthy, he is worthy of all honor, power, and praise. Praise him with the cymbal, praise him with the dance, praise him with the shofar, praise him with your hands. You better praise him with the timbrel, praise him with the harp, praise him with the drum and the flute, and praise him with your heart. Hallelujah, Adonai, hallelujah, Adonai. Sharon, you've shown me things about myself that no one else could have ever shown. Oh, Rose of Sharon, you make the world a better place because you paid the price. La 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 la.